Ich kann sozusagen, auch wenn es sich schwer und traurig auch ein bisschen anhört, eine Maske aufsetzen. Dafür habe ich übrigens auch das Tattoo hier. Da ist ein weinendes Auge und die Maske lächelt immer. Ich fand mich selber einfach nur noch scheiße. Ich habe mich gefühlt wie nichts. Und als würde ich nichts Gutes bringen, wenn ich jetzt aufstehe. Wozu stehe ich überhaupt noch auf? Warum mache ich das? So habe ich mich gefühlt. Menschen sagen, stell dich nicht so an, krieg deinen Arsch hoch und so. Die wissen gar nicht, wie schlecht man sich fühlt. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ich muss jetzt was tun, weil sonst tue ich mir was. Er ist einer der lustigsten Menschen auf TikTok und sackt Millionen von Views ein. Comedian Marv Holm. Heute erzählt er bei uns über das dunkelste Kapitel seines Lebens. Wie er es daraus geschafft hat, das wird uns heute erzählen. Außerdem mit dabei Ex-Topmodel und Aktivistin Liana. Und das TikTok-Couple Jenny und Hamza. Ja. So, Marv, wir starten auch gleich zu Anfang mal mit einem deiner erfolgreichsten und witzigsten TikToks. Bin gespannt. Mama, kann ich das Glas austrinken, was auf dem Tisch steht? Ja, kannst du. Oh mein Gott! Marvin, wo bist du? Hier. Marvin, du kommst sofort hierher! Ja. Weißt du, was ich mir bei allen Videos, die ich von dir sehe, immer denke? Na? Wirst du irgendwann heiser davon, wenn du so rumschreist? Oder gibt es Nachbarn, die sich darüber aufregen? Oder hast du extra irgendwo eine Wohnung, wo dich niemand hört? Tatsächlich ist das mit den Nachbarn die häufigst gestellte Frage in meinen Kommentaren. Ja. Also wirklich. Aber die kennen mich tatsächlich alle, meine Nachbarn, und die beschweren sich auch nicht. Am Anfang haben die gefragt, wer schreit da eigentlich Was oben ist da immer so los? rum? Ja, genau. Und ich habe gesagt, nee, ich mache Videos, dann habe ich denen das gezeigt. Und jetzt seitdem gucken meine Nachbarn immer meine Sachen auch. Okay. Obwohl die schon ein bisschen älter sind. So. Ja. Und die Seite von dir, die wir gerade gesehen haben, das ist ja die wir sehen. Du bist ein witziger Typ, du machst Comedy. Aber hinter dieser witzigen Fassade steckt eben noch ein anderer Marvin und eine andere Geschichte. Weil du sagst, dass Comedy dein Leben gerettet hat. Was genau meinst du damit? Naja, also ich sag mal, das Ding ist, dass ich mit Comedy, also ich hatte eine sehr schwere Zeit, die wie gesagt durch die Ausbildung ausgelöst wurde. Also ich hatte in der ersten Ausbildung, das habe ich ja eben schon angeschnitten, so mit Mobbing zu kämpfen und habe dann das erste Mal so eine richtig schwere Phase in meinem Leben gehabt, wo ich auch in einem Ausbildungsjahr tatsächlich 90 Krankheitstage hatte, weil ich konnte einfach nicht mehr dahin gehen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Du bist da mit deinem Chef nicht gut klargekommen. Genau. Genau, der hat mir Aufgaben gegeben, die ich nicht bewältigen konnte und solche Sachen und immer gestichelt und auch immer laut geworden. Ich weiß nicht, warum man seine Auszubildenden anschreien muss, damit die was lernen. Und das in einem Bürojob, sage ich mal. Naja, auf jeden Fall habe ich da so das erste Mal den Kontakt damit gemacht, dass es mir einfach körperlich richtig schlecht dadurch ging. Ich hatte jeden Morgen Bauchschmerzen, Durchfall, saß auf der Toilette, konnte nicht zur Arbeit fahren. Ich hatte auch immer einen langen Arbeitsweg, 45 Minuten. Und ja, dann ging es mir einfach super schlecht. Und ich habe das aber versucht, so wegzudrücken. Weil man will sich ja nicht eingestehen, dass es einem schlecht geht. Und das hat dann auch am Anfang geklappt. Und das hat auch eine Zeit lang geklappt. Aber irgendwann habe ich dann noch mal eine neue Ausbildung angefangen, also als Gesundheits- und Krankenpfleger. Und da habe ich halt im Krankenhaus viel Leid durch Menschen noch mal gesehen. Und die Arbeitsverhältnisse waren einfach auch nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Gar nichts wurde gehalten, was einem versprochen wurde. Und zwischenmenschlicher Kontakt war da auch nicht alles, was mir versprochen wurde. Ich habe halt geliebt, mit Menschen zu arbeiten. Ich war schon immer im Freundeskreis immer die Person, die alle aufgemuntert hat, wenn es denen schlecht ging. Und das habe ich mit einer Leichtigkeit gemacht. Und das hat mir immer wirklich, also es war einfach Kinderkram für mich. Und ich habe die aufgemuntert. Das mache ich auch heute noch. Und das wollte ich in dem Job auch machen. Also ich wollte mit Menschen Kontakt haben und was Gutes für die Menschen tun und die einfach aufheitern, wenn die krank sind. Das macht man ja. Aber konntest du auch in der Zeit so sein, als es dir so schlecht ging? Also konntest du dann noch deine Freunde und dein Umfeld glücklich machen mit Comedy? Das kann ich tatsächlich immer, weil ich kann sozusagen, auch wenn es sich schwer und traurig auch ein bisschen anhört, eine Maske aufsetzen. Dafür habe ich übrigens auch das Tattoo hier. Das ist die Frau, die hat ein tränendes Auge und das ist die Maske, die immer lächelt. Und Ich krieg gerade Gänsehaut, weil du ja deine Geschichte quasi dir tätowiert hast. Wahrscheinlich, um dich auch vielleicht immer daran zu erinnern. Genau. Okay. Ja. Aber ich konnte das wirklich mit einer Leichtigkeit immer. Ich konnte, haha, ich lächle, aber das war halt dahinter. Ich war halt eigentlich ein trauriger Mensch, aber ich habe versucht, immer, damit andere Menschen nicht das fühlen müssen, was ich auch fühle, die glücklich zu machen. Ich muss dir noch einen Witz erzählen. Warum klaut Robin Hood Deo-Spray? Warum? Damit er das unter den Armen verteilen kann.
Halt bitte einfach deine Fresse. Kann man denn von der Zeit, von der du gerade berichtet hast, war das damals eine Depression? Weil es gibt ja depressive Phasen, es gibt eine Depression. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben? Ja, also am Anfang merkt man nicht, dass das eine Depression ist. Man weiß nicht, was mit einem los ist. Ich lag im Bett, ich konnte nichts mehr. Ich lag einfach im Bett und bin vor mich hin vegetiert. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich hatte keinen Hunger mehr, mir ging es einfach nur scheiße und ich wusste nicht, warum. Und das hat sich halt wirklich sehr lange gezogen und es ging einem immer schlechter. Und irgendwann habe ich halt den Umschwung geschafft. Also das war, wie gesagt, nach der zweiten Ausbildung. Nach der ersten konnte ich das noch wegdrücken, habe das körperlich noch geschafft, mir eine eigene Fassade aufzubauen und meine ganzen Sorgen dahinter zu lassen und mein Lächeln davor zu lassen. So stelle ich das immer da. Aber dann irgendwann habe ich den Druck nicht mehr standgehalten. Und das ist einfach alles eingebrochen und mir ging es super schlecht. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ich muss jetzt was tun, weil sonst tue ich mir was. Also Ich möchte da nicht so tief reingehen, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen hier zuschauen, die vielleicht auch genau diese Gefühle in sich tragen und sich denken, Scheiße, ich muss jetzt wirklich was machen. Also kannst du vielleicht diesen Zeitpunkt noch mal ein bisschen beschreiben, an dem du wirklich gemerkt hast, ich muss mir jetzt Hilfe holen? ja, das war der Zeitpunkt, wo ich zu Hause in meinem Bett lag, jeden Morgen und jeden Abend. Also ich lag 24 Stunden im Bett. Ich konnte nichts mehr mit mir anfangen. Ich fand mich selber einfach nur noch scheiße. Ich habe mich gefühlt wie nichts. Und als würde ich nichts Gutes bringen, wenn ich jetzt aufstehe. Wozu stehe ich überhaupt noch auf? Warum mache ich das? So habe ich mich gefühlt. Und dann kam dieser Klick wirklich. Viele haben mir auch geholfen. Also meine Familie hat mir auch geraten, such dir professionelle Hilfe. Also mit denen hattest du schon darüber auch geredet? Wenig, aber die haben gemerkt, ich melde mich gar nicht mehr. Ich habe auf nichts mehr geantwortet. Ich war einfach gar nicht mehr existent als Mensch und habe nicht mehr am Alltagsleben teilgenommen, weil es nicht mehr ging. Aber die haben das dann gemerkt und dann habe ich halt irgendwann den Schritt gewagt tatsächlich. Und wie war das dann, diesen Schritt zu gehen? Also du musst dann ja einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und dann da erstmal noch mal alles erzählen, wie es dir geht. Und hat man dann auch so dieses Gefühl, glaubt die mir jetzt, dass es mir wirklich schlecht geht oder kann die mir wirklich helfen? Also wie war das da? Also erstmal ist es natürlich eine starke Überwindung, das ist klar, sich einzugestehen, dass es einem so schlecht geht, dass man Hilfe sucht. Vor allem in der Gesellschaft war und ist es teilweise ja immer noch nicht so anerkannt, Therapie zu machen. Es hat sich irgendwie komisch angefühlt, aber auch gleichzeitig gut. Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Es war so eine gewisse Erleichterung in der Hoffnung, es könnte vielleicht besser werden. Und was war das genau für eine Art Therapie? Also gibt es da Unterschiede, wenn man Depression hat und das diagnostiziert wurde, Unterschiede in der Therapie? Ja, es gibt ganz viele verschiedene Formen. Ich kenne auch gar nicht alle, aber das war Tiefenpsychologie. Also du sollst halt auch nicht als Experte hier dienen, nur Nein, halt aus deiner Situation Ja, ich werde nur das sagen, was ich weiß. Genau. Also genau, ich hatte Tiefenpsychologie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es um Konflikte meistens mit anderen geht. Also es geht nicht nur also ich habe nicht die Hauptkonflikte mit mir selber, sondern andere Sachen sind die Auslöser für das, weswegen es mir so geht. Ah, spannend. Und das kommt dann vielleicht ja auch wieder aus der Zeit mit deinem Chef, der damals einfach total scheiße zu dir war, Ich hatte auch eine sehr schwere Kindheit, wo ich nicht näher drauf eingehen will. Ja. Aber das spielte alles eine Rolle. Das hat mich irgendwann wieder eingeholt, weil man es nicht schafft, wegzudrücken. Wie empfindest du denn, also wir reden jetzt heute hier in der Runde über Depressionen und ganz viele draußen gucken zu, also wie empfindest du denn generell den Umgang mit dem Thema, mit dem Krankheitsbild Depression in unserer Gesellschaft? Das ist tatsächlich sehr, sehr schade, weil es ja in vielen Fällen auch gar nicht als Depression, also als Krankheit anerkannt wird. Menschen sagen, stell dich nicht so an, krieg deinen Arsch hoch und so. Die wissen gar nicht, wie schlecht man sich fühlt. Also es ist eine ernstzunehmende Erkrankung einfach. Also mal andersrum, was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen? Viel mehr Offenheit zu dem Thema einfach. Also einfach eine Akzeptanz für Depressionen. Dass viel mehr Leuten gezeigt wird, wie schlimm ist das. Man kann das nicht nachempfinden, wenn man das nicht hat. Aber wenn man das hat, dann muss man was dagegen tun. Das ist wirklich sehr wichtig. Jana, du nickst und fühlst das genauso, oder? 100%ig. Ganz genau so. Das ist so ein bisschen die fehlende Akzeptanz in dieser Gesellschaft. Auch genau für dieses, ich liege nur noch im Bett, ich kann nichts mehr machen. Also, du bist faul. Ganz genau. Ja. Das heißt dann einfach, du bist faul, steh auf, mach doch was. Ist doch gar kein Problem in deinem Leben. Sei doch einfach glücklich. Und dass das einfach zu einer Akzeptanz wird und vielleicht auch, wie fühlst du dich und wie kann ich mich in dich reinversetzen? Und vor allen Dingen auch, niemand möchte den ganzen Tag im Bett liegen. Nee. Also, man fühlt sich selber ja auch. Ja, genau. Also das möchte doch auch keiner. Marv, gab es denn bei dir den Punkt, wo du gesagt hast, okay,
jetzt ist das Thema dann auch für mich abgeschlossen? Oder ist das was, wo du sagst, hey, für mich wäre es auch fein, ein ganzes Leben lang jemanden zu haben, mit dem ich darüber sprechen kann, weil es auch einfach gut tut? Also das ist wirklich so, das, was du sagst, das tut wirklich gut. Man kann immer, und ich würde das auch für immer machen, man kann immer zu jemandem gehen, der dazu eine objektive Meinung hat, dem du alles erzählen kannst, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Man muss nicht nur das Schlechte erzählen, man erzählt auch die guten Sachen und die freut sich für einen und kann einem noch Tipps geben. Also das würde ich für immer machen und ich würde es jedem empfehlen. Selbst wenn du sagst, du bist nicht mal richtig krank, dann könnte ich das empfehlen. Wenn du sagst, dir geht es so schlecht, dass du nicht mehr machen kannst, dann ist es eine Herzensangelegenheit, dass man das wirklich machen sollte. Du hast ja sonntags immer so eine Art Talk mit deiner Community auch. Fragerunde. Ist das auch was, wo ihr über witzige Sachen sprecht oder kommen da dann auch Leute wirklich zu dir, die auch Rat suchen und die auch mit Problemen auf dich zukommen? Genau, das sind immer die Abschluss. Also ich frage immer erstmal, wie es allen geht. Und dann als letzte Frage, also ich frage immer ganz viel, was sie so gemacht haben. Dann sage ich auch, um die Leute daran zu erinnern, wie toll sie sind, frage ich immer, die sollen mir 3 schöne Sachen an sich nennen. Irgendwas, was positiv war. Und die letzte Frage ist immer, habt ihr irgendwas auf dem Herzen, wozu ihr eine objektive Meinung haben wollt? Und dann versuche ich, so gut ich kann und so viele Probleme ich kann, zu beantworten und denen einfach irgendwie ein bisschen zu helfen oder einfach mir das anzuhören, dass sie das rauslassen können, weil ich ja eine fremde Person eigentlich bin und dass die vielleicht nicht woanders rauslassen können. Jetzt sind wir schon bei deiner Community. Ich habe mal ein bisschen unter deinen Videos gescrollt und was mir gleich aufgefallen ist, das sind bestimmt zu 99,9%, da ist nur Liebe. Da ist nur wirklich positive Kommentare, Liebe. Und wenn man mal auf andere Accounts schaut, auf TikTok oder auf anderen Plattformen, das ist halt immer wie so ein Mülleimer, wo dann Leute so ihren Scheiß ausspucken. Ja. Ich finde, das ist was ganz Besonderes. Wie kommt, also doofe Frage vielleicht, aber wie kommt das, dass auf deinem Kanal nur Liebe gespreadet wird? Also ich habe nur eine Vermutung, ich kann es natürlich nicht ganz wissen. Aber ich denke mal, weil ich mich immer so darstelle und immer versuche, allen zu vermitteln, dass man sich auf Social Media nicht verstellen sollte oder nicht perfekt sein muss. Also ich benutze niemals einen Filter oder so. Ich bin einfach nur ich und wenn ich hier einen Pickel habe, dann habe ich da halt einen Pickel. Und ich glaube, ich bin einfach sehr authentisch, was das angeht. Und ich entspreche ja jetzt auch nicht, also ich bin halt ein bisschen fülliger, so. Das stört mich aber auch nicht. Und ich entspreche halt nicht dem normalen Bild, wo alle immer nur Perfektionismus im Internet sehen. Und vor allem auf Social Media ist das ja ganz schlimm, dass alle immer perfekt dargestellt werden muss. Und das mache ich halt nicht. Und ich glaube, deswegen können die Leute sich sehr gut damit authentifizieren. Kannst du, wenn du ein Problem hast oder es dir schlecht geht, auf deine engsten Freunde oder deine Family zugehen und sagen, hört mir jetzt mal bitte zu, mir geht's gerade beschissen? Ja, das kann ich jetzt deutlich besser. Ich würde nicht sagen, ich kann es perfekt und ich würde jede Kleinigkeit, die ich habe, jetzt ansprechen. Aber wie viel man durch die Therapie lernt, nicht mal nur, dass es einem besser geht, sondern auch wie viel man lernt und wie viel Selbstbewusstsein ich durch die Therapie alleine dazu bekommen habe, das ist wirklich, also hätte ich alleine nie geschafft. Ich finde es halt so spannend. Du sitzt heute hier und du bist halt im Internet einer, du gibst so viel ein gutes Gefühl. Man guckt deine Seite an und man muss lachen und man hat irgendwie eine gute Stimmung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es dir eine Zeit lang echt beschissen ging und du es trotzdem nach außen für die Leute gemacht hast. Also was ist dir das große Anliegen daran, dass du trotzdem, wenn es dir scheiße geht, andere Menschen glücklich machst? Weil ich weiß oder weil ich nicht möchte, oder sagen wir es so, ich fange nochmal neu an. Wenn Menschen von der Arbeit kommen oder einen stressigen Tag haben oder einen richtig beschissenen Tag haben, so wie ich damals, dann möchte ich, dass die kurz nach Hause kommen, sich irgendwas Lustiges von mir anschauen und einfach 20 Sekunden, 1 Minute, wie auch immer das Video lang ist, den Alltag vergessen und einfach nur lachen können und gute Laune haben. Ich versuche einfach nur, weil ich mich reinversetzen kann, wie das ist, wenn es richtig schlecht geht und ich nicht möchte, dass es anderen Menschen auch so schlecht geht, versuche ich die einfach nur glücklich zu machen und aufzuheitern. Und das sehe ich irgendwie so als meine Lebensaufgabe. Moin, na, wie war dein Tag? Alles gut? Schön. Wo warst du denn den ganzen Tag eigentlich? War ich ja weg. Das war es noch lange nicht, denn hier geht's schon zum nächsten Talk und hier könnt ihr bei den Kolleginnen aus dem Funknetzwerk vorbeischauen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die große Runde Diep und Deutlich, dann könnt ihr exklusiv in der ARD-Mediathek einmal reinschauen.